Ein Reiniger für alle Oberflächen, Dr. Wack All-in-One Innenraumreiniger, heute mit Special Guest, liebe Jasmin. Unsere Einschätzung als Profis von dem Produkt habt ihr ja schon gehört. Deswegen habe ich heute einen Gast eingeladen. Schön, dass du da bist. Ja, vielen lieben Dank, dass ich mal euch besuchen kommen durfte. Wir haben uns ja schon ums äußere Kleid eines Citroën C2 gekümmert. Wer das sehen will, einfach mal auf das Video dazu klicken, verlinke ich euch hier unten. Jetzt geht es an den Innenraum und wir wollen gerne mal wissen, was hältst du von diesem Produkt? Kommst du damit klar? Macht er gut sauber? Wie viel Erfahrung hast du schon so mit der Innenraumreinigung? Ja, ich nutze halt eigentlich immer nur Wasser, ein bisschen Shampoo, um die Autos halt drinnen sauber zu machen. Ich habe schon von dem Produkt gehört. Ich hatte es auch einmal beim E46 benutzt. Habe jetzt natürlich auch ein schönes, dreckiges Auto mitgebracht, damit wir den mal testen können. Gutes Stichwort, wir schauen mal rein. Lisa, was soll ich sagen? Was hast du uns hier mitgebracht? Er ist sehr dreckig, es tut mir auch echt sehr doll leid. Nee, ist ja nicht so schlimm, macht ja Sinn, ein dreckiges Auto sauber zu machen. Vielleicht zur Einordnung vorweg. Oder anders, was erwartest du dir denn jetzt eigentlich von dem Reiniger? Ja, dass er alles schön sauber macht und dass er vielleicht auch, ich weiß nicht, manche Oberflächen schauen halt echt so richtig abgenutzt aus. Vielleicht, dass man den Oberflächen noch mal ein bisschen Glanz irgendwie zurückbringt. Ich meine, ich nehme auch meine Hunde hier mit, also hier sind überall Hundehaare. Und was ich zum Beispiel richtig schlimm an dem Auto finde, wenn man dieses Auto saugt, saugst du gefühlt 4 Stunden, weil dieser Teppich irgendwie halt voll doof ist. Und das finde ich zum Beispiel richtig schlimm an dem Auto. Also noch ein paar Tipps und Tricks, wie es leichter geht. Also generell, dass du verstehst, von welcher Seite wir jetzt kommen. Wir würden als Profi-Aufbereiter jetzt verschiedene Reiniger benutzen. Wir hätten einen Reiniger für die Kunststoffoberflächen, wir hätten einen Reiniger für den Stoff, wir hätten einen Reiniger fürs Glas, wir hätten einen Reiniger für die empfindlichen Oberflächen. Also wir arbeiten mit 4, 5 Reinigern im Innenraum. Und die Idee des All-in-One, wie der Name schon sagt, dass wir nur noch einen am Ende brauchen. Vorweg würde ich von der Einordnung her sagen, das Auto ist fast schon zu dreckig für so einen All-in-One-Innenraumreiniger. Er ist eigentlich, meine ich, dafür gedacht, dass du ein gepflegtes Auto hast und hin und wieder alle 2 Wochen einmal durchgehst, hier wieder im Pflegezustand hältst. Aber es ist auch ganz gut, hier mal zu gucken, was schafft er denn eigentlich bei einem Verschmutzungsgrad, der wirklich nicht extrem, also das ist jetzt auch nicht falsch verstehen, aber schon ein bisschen was zu tun hat. Ich bin sehr gespannt. Bei der Beifahrersitz bin ich ein bisschen kritisch, ob er das schafft. Da haben wir dann vielleicht noch mal eine Option in der Hinterhand. Aber wir fangen erst mal an mit dem Saugen und da zeige ich dir 2 Tricks, die, glaube ich, deinen Alltag auch leichter machen. Okay, cool. Sauber machen. Los geht's. Wir starten mit dem Aussaugen. Wir wollen den ganzen losen Schmutz erstmal weghaben, damit wir den nachher mit dem Tuch nicht über die Oberflächen reiben. Wenn man die Möglichkeit hat, einen eigenen Sauger zu benutzen, macht es natürlich Sinn, so verschiedene Aufsätze sich zu besorgen. Ne? So einen mit so einer Bürste dran, ein bisschen längeren. Es gibt hier auch noch so ganz spezielle für Hundehaare. Wer jetzt an einer Waschbox saugt, der muss halt nehmen, was er kriegt. Wobei es mittlerweile sogar Adaptersätze gibt, dass du an einer Waschbox auch sowas hier benutzen kannst. Aber wir können jetzt einfach mal mit dem hier arbeiten. Da gibt es nämlich auch schon den ersten Trick. Und zwar ist von der Faser so ein Kosmetikpinsel. Ist halt aus Kunststoff, damit du keine Kratzer machst. Und mit dem kannst du beim Saugen gleich die Lüftungsschlitze einmal durchpinseln. Das heißt, du saugst den ganzen Staub hier ein, kannst den losen Staub schon mal erstmal aus der Oberfläche oder aus den Kanten lösen und gleich mit wegsaugen. Das heißt, du sparst dir dieses ewige durch die Kanten, wie komme ich da jetzt ran, ne? Gerade wenn hier so Schmutz in der Kante sitzt oder auch hier, ne? Um den Schalter rum, wenn du da einfach einmal durchgehst, dann ist der lose Schmutz schon weg. Um den klebenden kümmern wir uns später. Tipp Nummer 2, wir nehmen erstmal die Matten hier raus, packen mal zur Seite, zack. Und du hast ja schon dein Lieblingsthema Teppich angekündigt. Und da gibt es wirklich ein sehr gutes Hilfsmittel. Und das sind generell Bürsten. Und das hier heißt Wunderbürste, die gibt es auch im Baumarkt. Das ist im Endeffekt eine Holzbürste mit so gebogenen Fasern. Und wenn du jetzt anfängst, hier zu bürsten, siehst du das? Kriegst du den ganzen Dreck aus den Kanten raus und dabei saugst du natürlich. Ich mache es jetzt nicht, damit du mich hörst. Und da kommst du aber auch in diesem günstigen Teppich wunderbar hier ran und sparst dir halt viel Durchgänge mit dem Sauger. Guck mal, was der hier im Sand rausholt. Krass. Das ist mein Tipp Nummer 2. Also er löst es quasi halt aus den Fasern raus und saugst es dann einfach bloß weg. Genau, und du sparst dir, dass du 10-mal mit dem Sauger rüber gehst, um irgendwie da rankommen zu müssen. Und Tipp Nummer 3 sehe ich ganz oft, wenn Nutzer saugen und saugen hier hinten und ziehen den Sauger immer so schon rüber. Da gibt es einen ganz einfachen Trick. Klemm dir einfach den Schlauch zwischen die Beine und dann kannst du hier saugen und der Schlauch kommt nirgendwo ran. Ansonsten immer von oben nach unten, von innen nach außen sozusagen.
Gerade später, wenn wir dann reinigen, da kommen wir auch noch mal zu, wenn du erst den Sitz reinigst, dich dann draufsetzt, um hier oben sauber zu machen, dann machst du den Sitz vielleicht wieder dreckig. Also wir fangen von der Mitte an, arbeiten uns nach außen, damit wir dann das saubere Auto verlassen. Alles dort, dass wir quasi den Dreck nach außen tragen. Genau. Willst du gleich mal? Klar. Beim Tacho am besten mit nichts, wenn es geht, trocken rübergehen. Okay. Nur mit dem Tuch. Okay, Weil sonst selbst machen so wir ein noch feiner Kratzer. Pinsel kann Kratzer machen. Aber es passt eh ganz gut. Ich habe nämlich tatsächlich noch einen Tipp vergessen. Gerade wenn du jetzt die Armaturen hier machst, macht sich das mit dem Pinsel relativ schlecht. Da kannst du so einen Mikrofaserstaubwedel oder so einen Swiffer, ist egal, hältst dir auch den Sauger hin und dann kannst du das gleich alles schön mit einsaugen und hier einmal den groben Staub von den Oberflächen entfernen. Hast du jetzt lackierte Bereiche, wie bei, sag ich mal, hochwertigen Fahrzeugen, diese Klavierlackbereiche, dann da nicht irgendwie trocken drauf, genauso wie beim Tachoglas. Das möglichst versuchen, wenn du die Möglichkeit hast, mit Druckluft abzupusten. Manchmal in den Boxen haben die ja so Druckluftschläuche. Oder aber feucht mit einem Reiniger und einem hochwertigen Tuch. Alles klar. Aber ich würde sagen, wir haben es ja im Außenvideo schon gemacht. Wir haben ja hier 2 Heinzelmännchen, die uns unterstützen können. Ich glaube, wir holen uns mal Hilfe, dann geht das nämlich schneller und wir sehen uns beim nächsten Schritt wieder. Ja, war ein bisschen Saugarbeit hier. Hat ein bisschen gedauert, bis er jetzt fertig war. Ist aber auch besonders schwierig bei diesen Teppichen. Im ersten Durchgang brauchst du dir noch nicht 100 pro Mühe zu geben. Hier und da liegt ja noch mal was, weil wir wischen alles noch mal ab, gehen auch noch mal mit dem Pinsel durch die Kanten und da kann schon noch mal was runterrieseln, sodass wir vielleicht noch mal nachsaugen müssen. Deswegen da jetzt nicht allzu viel Stress machen. Dann arbeiten wir mit dem All-in-One-Innenraumreiniger und 2 Tüchern. Bei den Tüchern ist eine Sache, die mir tatsächlich nicht gefällt. Das ist dieses Zettelchen hier. Da muss man ein bisschen aufpassen. Du hast jetzt keine großartig lackierten Flächen im Innenraum, ist jetzt nicht ganz so kritisch, aber leider ist der auch so fest, dass man ihn nicht einfach abreißen kann. Das heißt, da ein bisschen gucken, vielleicht abschneiden oder einfach darauf achten, dass er irgendwie weggefallen ist. Ja. Ich nehme mal 2 Tücher, um so ein bisschen nach den Bereichen zu unterscheiden. Wenn ich die Pedalen abwische, will ich damit danach nicht die Tür abwischen oder so. Also so ein bisschen nach Dreck unterscheide ich das und dann geht es eigentlich wie beim Saugen genauso los. Wir fangen von oben nach unten an, arbeiten uns von der Mitte nach außen, damit wir am Anfang noch auf dem Sitz sitzen können und erst am Ende, wenn wir aussteigen, den Sitz sauber machen. Und dann würde ich sagen, ich zeige das einmal, wie ich es mache. Dann kannst du mir vielleicht sagen, ja, ob das soweit Sinn macht für dich und dann probierst du es selber aus. Alles klar. Genau, wir fangen an, wir sprühen prinzipiell Reiniger ins Tuch und nicht auf die Oberfläche. Einfach weil du diesen Overspray vermeiden willst, dass ich irgendwo, gerade wenn ich jetzt hier auf die Oberfläche sprühe und hier schon fertig bin, dass ich da dann noch Spritze habe. Also gerade am Anfang ruhig relativ satt den Reiniger ins Tuch sprühen. Dann kannst du es dir so falten, dass es handlich ist. Und dann gehst du einfach über die Oberflächen rüber und achtest einfach darauf, dass du wirklich in jede Ecke und Kante kommst. Und wenn du jetzt merkst, wie zum Beispiel da vorne, ach Mensch, in die Lüftungsschlitze komme ich nicht rein, dann nimmst du dir einfach deinen Pinsel, sprühst ein bisschen was in den Pinsel. Auch da wichtig Kunststofffassung und relativ weiche Borsten. Und dann gehst du da halt mit dem Pinsel einmal durch. Drunter und dann wichtig, da wo du gepinselt hast, danach nochmal abwischen. Weil der Pinsel nimmt halt wenig Schmutz selber auf, sondern löst sie nur, dass du hier nochmal mit dem Tuch drüber gehst. Und zwischendurch, wenn der Pinsel irgendwann dreckig wird, kannst du dir dein dreckigeres Tuch jetzt für die dreckigen Bereiche nehmen und wischst den einmal ab, dann ist er wieder sauber. Ja, und so gehst du einmal durchs Auto. Wie gesagt, Lüftungsschlitze kannst du auch komplett mit dem Pinsel machen. Der soll wirklich nicht zu nass sein. Es geht nur darum, ein bisschen Reiniger drauf zu haben, um den Schmutz zu lösen. Und du kannst jetzt quasi mit dem Reiniger auf Plastik, auf Carbon... Man könnte sagen, auf alles. Auf alles. Also ist zumindest freigegeben für alles. Für alle Oberflächen im Innenraum, Stoff, Kunststoff, Displays, Navi, Touchscreen, Glas. Ja, passt. Cockpit-Bereich ist schon fertig. Jetzt bei der Tür und gerade hier am Einstieg haben wir wirklich eine starke Verschmutzung. Hier kannst du jetzt auch mal wirklich punktuell direkt aufsprühen, damit der Reiniger auch ein paar Sekunden Zeit hat, den Schmutz zu lösen. Da wir jetzt hier noch ein komplett sauberes Tuch haben, können wir das jetzt für die sauberen Bereiche nehmen und dann wird das jetzt hier unser Drecktuch. Wenn du dann da einmal rüber gehst, dann siehst du auch, dass das schon ganz gut aussieht.
Und genauso würde ich es hier machen. Gerade mit dieser feinen Struktur hier, wer auch immer sich so einen Quatsch ausdenkt, da kannst du auch mit dem Pinsel einmal rübergehen, dass du halt wirklich in diese Struktur reinkommst und bei der Pedalerie auch hier zwischen mit dem Pinsel. Ja, auch die Leiste ist wieder echt schön geworden. Das hat wirklich gut geklappt. Jetzt gehen wir mal an die Stoffsitze. Ich prognostiziere, dass der hier ganz gut wird. Der da drüben ist, glaube ich, schon ein bisschen fleckig. Aber bei Stoff kannst du in der normalen Pflege einmal feucht abwischen. Wenn die jetzt so ein bisschen schmutziger sind, dann kannst du das auch gerne einmal direkt drauf sprühen. Und dann kann der Reiniger auch länger wirken. Dann lässt du ihn eine Minute stehen. Nimmst im Idealfall, wenn du gerade zur Hand hast, nochmal eine Bürste. Das ist nochmal so ein bisschen mechanische Unterstützung, um einfach den Stoff ein bisschen zu bewegen und den Reiniger arbeiten zu lassen. Und dann wischst du mit ein bisschen Druck die Oberfläche ab. Das ist so eine Unterhaltsreinigung. Es ist jetzt kein expliziter Stoffreiniger, aber wenn du mal einen gepflegten Zustand erreicht hast, dann reicht es, um so diesen Alltagsschmutz rauszubekommen. Das ist jetzt so eine mittelharte Bürste. Es geht wirklich darum, dass wir einfach nur einmal auch ein bisschen den Reiniger in die Faser bekommen. Wir wollen auch nicht zu nass arbeiten, weil du willst ja in der Regel bei so einer Unterhaltsreinigung auch zeitnah wieder weiterfahren. Das heißt, wenn du jetzt zu nass arbeitest, hast du nachher einen nassen Po. Das ist ja dann auch nicht so Sinn der Sache. Und dann ist hier wichtig, wirklich ein bisschen Druck drauf zu geben, damit du den Schmutz auch aus der Oberfläche rausbekommst. Aber ich denke, man sieht schon einen ganz guten Unterschied, dass wir so gerade so diesen Oberflächenschmutz hier gut rausbekommen haben. Also wie gesagt, wenn du wirklich eine Stoffreinigung nötig hast, du siehst ja, hier ist auch noch ein Fleck, ne? Und hier vorne, dafür ist es nichts. Aber gerade so für mal sauber machen, diesen Alltagsschmutz hier aus der Kante bekommen, reicht ja auch vollkommen aus. Sonst brauchen wir einen Stoffreiniger. Jetzt sind wir mit dem Großteil des Autos fertig. Jetzt kommen wir nochmal zu den heiklen Bereichen, also Glas, Kunststoff, also Tachoscheiben und wenn du hast, lackierte Bereiche. Dafür nehmen wir uns jetzt das separate Tuch. Und hier, wenn du wie gesagt dieses Tuch nehmen willst, die Faser selber ist sehr weich, die wird keine Kratzer machen. Das Schild gefällt mir nicht so und den Rand will ich im Tacho jetzt auch nicht unbedingt haben. Das heißt, ich falte mir das jetzt so nach innen und dann habe ich in der Handgröße ein randloses Tuch und sprühe wirklich ein bisschen Reiniger auf und dann vorsichtig, ohne Druck, einmal rüber. Wenn du jetzt wirklich ein sehr staubiges Tachoglas hast, dann macht es Sinn, vorher einmal irgendwo die Druckluft zu besorgen und einmal das wegzupusten. Oder dafür zu sorgen, dass es gar nicht erst so staubig wird, weil wir wollen jetzt hier keine Partikel über die Scheibe hier rüberziehen, weil die würden dann wirklich Kratzer machen. Und das war's schon. Zieht streifenfrei ab, du brauchst nicht nachwischen, hast keine Schlieren und das ist fertig. Und genauso kannst du es mit dem Spiegel machen. Der ist natürlich vom Material jetzt nicht so empfindlich, ne? Da stört jetzt auch der Rand nicht unbedingt. Und auch hier siehst du ja, guck mal, wie schön der Reiniger wegzieht, du brauchst nicht nachwischen und hast einen sauberen Spiegel. Das heißt, bis auf die kleine Kante, jetzt geht's nur noch ans Glas. Lisa, du hast fast geschafft. Fast sind wir Hat es fertig. bis jetzt Spaß gemacht? Ja, war mega. Vor allen Dingen gerade, wenn man so ein paar Tipps halt auch noch mal mitnehmen konnte, weil ich putze gerne Autos, aber du hast mir jetzt noch mal so Tipps gezeigt, wie man halt zum Beispiel einfach den Boden zum Beispiel besser saugen kann und dann nicht 3 Stunden mit einem Staubsauger halt verbringt. Sehr gut. Bevor wir euch auch die fertigen Bilder zeigen, geht es jetzt noch an die Königsdisziplin der Autoreinigung, Scheiben. Ist tatsächlich auch nicht meine Stärke, muss ich zugeben. Bei Scheiben ist es ganz wichtig, wir brauchen eine gute Menge Reiniger auf der Oberfläche. Wenn ich es nur ins Tuch sprühe, ein bisschen rüberwische, dann schliere ich das nur hin und her. Und wir brauchen ein zweites, nagelneues, trockenes Tuch, um am Ende nachzuwischen. Das heißt, wir nehmen unser noch nicht so verschmutztes Tuch aus dem Innenraum. Wenn es jetzt wirklich schon sehr schmutzig wäre, brauchst du auch da ein neues Tuch. Oder wie gesagt, du machst die Scheiben als erstes und kurbeln die Scheibe oder fahren die Scheibe ein Stück runter, damit wir auch die Kante hier sauber bekommen. Im Idealfall sprühst du den Reiniger direkt auf die Scheibe. Wir machen jetzt wirklich erstmal die Oberkante. Das heißt, wir gehen einmal innen und außen, damit wir es nicht zweimal machen müssen. Ungefähr so 2-3 Finger breit unterhalb der Kante lang. Und für den Rest der Scheibe mache ich es immer so, weil du brauchst halt wirklich Reiniger auf der Scheibe, da ich mir das Tuch hier so ein bisschen hinhalte, dass ich nicht alles nochmal voll sprühe. Und selbst wenn, ist ja ein All-in-One-Reiniger. Dann gehst du mit deinem ersten Tuch, da gibt es jetzt auch kein richtig und kein falsch, einfach einmal ordentlich über die Scheibe. Wichtig ist, dass du halt wirklich hier mit dem Finger, soweit du kannst, in die Kanten reinkommst. Sonst hast du da immer wieder Drecknester, wo du dir mit dem Tuch, wenn du vorbei
wischt sozusagen, immer wieder Dreck auf die Scheibe wischt. Und dann nimmst du dir ein zweites sauberes Tuch und gehst einfach nochmal hinterher. Und da der Tipp, wenn die Scheibe stockt, dann ist es gut, dann ist sie sauber. Ja, und wie ihr wisst, bin ich auch nicht so ein großer Scheibenputz-Fan. Ich tue mich da auch immer schwer. Und wer da eine bessere Technik hat, kann sie gerne mir und auch Lisa auf der Dicon am 7. Mai in Einbeck zeigen. Denn Lisa gibt uns auch die Ehre und besucht uns, also sei auch du dabei. Link findest du unten, sicher dir dein Ticket, 7. Mai in Einbeck. Es ist jetzt immer so eine Gewissensfrage, ob man sagt, ich mache gleich eine Scheibe von innen und außen oder ich mache erst alle innen und dann alle außen. Wenn du das Auto vorher gewaschen hast, sind sie in der Regel von außen schon sauber. Das heißt, es macht Sinn, innen und außen gleichzeitig. Sind sie jetzt außen dreckig, würde ich die ganz am Ende machen, wenn du einmal rum bist, damit du dein Tuch nicht unnötig dreckig machst. Der letzte Schritt fehlt jetzt noch, der wichtigste Schritt, um genau zu sein. Wir müssen das Auto jetzt noch markieren. Hat es dir Spaß gemacht? War mega. Also ich muss auch ehrlich mal sagen, was ihr für eine Qualität an Arbeit hier an den Tag legt. Also das sieht man wirklich nicht oft, wie penibel ihr seid und mit was für einer Liebe ihr daran geht. Hat mich wirklich sehr beeindruckt. Und ich habe auch wirklich von dir noch mal so ein paar Tipps bekommen, die ich jetzt definitiv dann auch bei meinen Autos umsetzen werde beim Putzen. Gerade jetzt, was den Teppich angeht. Der ist mir so in Erinnerung geblieben. Also vielen lieben Dank nochmal. Ja. Ist echt cool, was ihr macht. Ja, danke dir, dass du da warst und ich werde auch deinem Kanal folgen und gucken, ob der jetzt weiter gut gepflegt wird. Ich passe darauf auf. Und für euch auch der Tipp, folgt auf jeden Fall der Lisa auf Instagram und auch auf YouTube. Macht wirklich coolen Content, auch mit ein paar anderen Autos, die dem einen oder anderen vielleicht besser gefallen können. Könnt ihr euch ja selber mal angucken. Kanäle sind hier verlinkt und auch immer zwischendurch eingeblendet. Vielen Dank, dass du da warst, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast. Danke, dass ich kommen durfte. Sehr gerne. Und wir sehen uns bei der Dicon und wir sehen uns auch bei der Dicon 7. Mai in Einbeck mit Lisa und ganz vielen anderen. Danke, dass du da warst und als Präventivmaßnahme, damit es gar nicht so weit kommt, kannst du dich gleich in dein Auto legen, dann hast du immer was dabei, um zu reagieren. Vielen lieben Dank. Ich wünsche einen guten Heimweg, euch einen schönen Nachmittag. Abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke, um kein Video zu verpassen. Abonniert Lisas Kanäle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Haut rein.